Hey, heute soll es um die Frage gehen, Geistigkeit, Materielosigkeit erklärt. Materialismus versus Spiritualismus. Auf den Gedanken kam ich natürlich durch die Kommentare und ich danke euch dafür. Und ich dachte mir so, dass es doch wahrscheinlich das Beste ist, ich gehe mal los von dem, wie der Gedanke in mir auftauchte, an diese Materielosigkeit, was die Schritte waren. Ähm, die Schritte. Ich habe hier verschiedene Schritte aufgeschrieben und werde sie natürlich nach und nach vortragen. Als allererster Punkt, in Verbindung mit unseren Vorstellungen von Materie. Ich habe hier eine Maus. Und diese Maus, stellen wir uns vor, ist in Raum und Zeit vorhanden als Materie, aus Gegenstand aus Plastik. Und nun gilt es, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dass es letzten Endes eine Information über eine Maus im Bewusstsein ist. Das bedeutet, der Gedanke hat das Primat. Der Gedanke ist der letzten Endes der Beweis, dass die Dinge da sind. Der Gedanke an euch ist der Beweis dafür, dass ihr da seid. Mein Gedanke an mich ist mein Beweis, dass ich da bin. Ich denke, also bin ich. Ihr kennt das vielleicht. Das ist also Punkt 1. Man sollte das, glaube ich, einsinken lassen. Das ist also ganz wichtig. Ganz wichtiger Punkt. Das zweite ist, wenn man das mal bemerkt hat, dann kann man bemerken, insbesondere wenn man spirituell ist, dass das Bewusstsein ungestört weiter Vorstellungen erzeugt, ob ein Außen da ist oder nicht. Warum sage ich insbesondere, wenn man spirituell ist? Weil man dann mit Praktiken vertraut ist, so wie zum Beispiel Meditation, wie zum Beispiel die eigenen Gedanken auf die innere Welt zu richten und dergleichen. Und ich würde sagen, dass man dann dergleichen gut beobachten kann. Das Bewusstsein erzeugt Vorstellungen. Auch wenn man die Augen schließt, auch dann, wenn man schläft. Ein Punkt, den ich wichtig fand in meiner Entwicklung und den ich immer mal darlegte hier auch, war, dass ich bemerkte, dass die Rede von der allgegenwärtigen Objektivität da ist. Aber man kann bemerken, dass alle Aussagen, die immer getroffen werden, immer subjektiv sind. Das bedeutet, dass die Objektivität zwar ständig im Munde geführt wird, aber niemand hat sie. Das ist nebenbei gesagt ein Thema, mit dem sich große Philosophen beschäftigt haben und jeweils zu keinem Ergebnis kamen, beziehungsweise dem, dass die Aussagen subjektiv sind. Und man natürlich, wenn man sein subjektives Denken bemühen muss, zu keiner objektiven Aussage kommen kann. Es ist übrigens, das schiebe ich jetzt mal ein, das steht hier zwar nicht, aber es ist trotzdem so, man kann auch bemerken, dass die Aussage einer Gruppe von Menschen wiederum subjektiv ist. Während unsere Vorstellung von Objektivität ja die ist, dass je mehr Menschen etwas behaupten oder aussagen, desto objektiver ist die Aussage. Das kommt natürlich vom Materialismus her, der ja eine Vorstellung erzeugt, als würden Menschen beispielsweise um eine Skulptur herumstehen. Alle haben einen bestimmten Blick auf diese Skulptur, eine Perspektive.
Und insgesamt haben sie einen objektiven Blick. Der Theorie, also das ist der dritte Punkt, der Theorie des Materialismus zufolge gibt es eine absolute Existenz außerhalb des Bewusstseins. Warum absolut? Man muss sagen, weil der Begriff der Materie so definiert ist. Wir stellen uns vor, dass Materie ein Gegensatz zum Geist ist und dass Materie in Raum und Zeit in einer absoluten Form existiert. Sozusagen unleugbar und ohne dass Geist diese Materie beeinflussen kann. Wir stellen uns aus diesem Grund nicht vor und können uns es nicht vorstellen, dass dieses Außen interpretierbar ist. Ich bin mit Software beschäftigt und für mich ist es eine tägliche Sache, dass ich weiß, dass die Informationen, die beispielsweise in einem Computer sind, letzten Endes aus, wenn man so will, Schalterzuständen erzeugt werden, die 0 und 1 sind oder sein können. Und daraus wird dann eine Sprache gemacht, eine Grundsprache. Diese Sprache wird interpretiert und diese interpretierte Sprache wird dann nochmal interpretiert und das nennt man dann das Programmieren, dass man diese zum dritten Mal interpretierte Sprache schreibt. Und aus dieser Sprache, die selber keine Bilder enthält, wird dann schließlich etwas, was auf dem Bildschirm ein Bild ist. So gesehen ist es mir vielleicht eher möglich, mir gut vorzustellen, dass eine Information erzeugt wird, die auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden kann. Ja, und also diese absolute Existenz, die stellen wir uns einfach so vor, so ist es definiert, dass sie außerhalb und unabhängig vom menschlichen Bewusstsein da ist, diese Existenz. Wohingegen das Bewusstsein etwas ist, das eine nur relative Existenz hat. Es ist dazu da und gemacht dazu, diese objektive oder diese absolute Existenz zu erkennen, richtig zu interpretieren und den Menschen beispielsweise ein sinnvolles Handeln zu ermöglichen. Kann man eine andere Theorie aufstellen? Ja, das kann man und der Spiritualismus tut es. Worin besteht diese Theorie? Sie besteht in der Aussage, dass das Bewusstsein die primäre Quelle von Existenz ist. Ich komme nochmal zurück auf den ersten Punkt. Der Gedanke hat das Primat. Ich denke, also bin ich. Das ist also der eigentliche Beweis, dass ich da bin. Muss es nun eine Quelle von Informationen geben, die außerhalb des Bewusstseins liegt und die in Raum und Zeit existiert, damit eine Realität entstehen kann, eine Welt, sagen wir mal, oder ein Universum. Der Spiritualismus sagt, nein, das muss nicht sein, sondern das Bewusstsein hängt nicht von einer Ebene absoluter Existenz oder Realität ab, sondern das Bewusstsein selbst erzeugt das, was wir Realität nennen. Die Aussage, die ich dazu immer habe und immer wiedergebe, sozusagen als Kurzform dieses ganzen Gedankens, ist, die Gedanken sind die Realität. Die Realität gibt es nicht noch einmal extra auf einer anderen Ebene, die aus Raum und Zeit besteht, sondern die Gedanken selber sind schon die Realität. Und laut Spiritualismus braucht es keine extra Ebene für die Realität. Ich komme insofern wieder zurück auf den zweiten Punkt, dass das Bewusstsein ganz ungestört von den
Objekten, ob sie sichtbar sind oder nicht, Realität erzeugen kann. Was spricht also für den Spiritualismus? Punkt 5. Erstens die Widersprüchlichkeit des Materialismus. Ich hatte in verschiedenen Sendungen immer mal darauf hingewiesen, anhand von Worten, wie merkwürdig, widersprüchlich der Materialismus im Grunde ist. Also zum Beispiel hatte ich erwähnt, dass die Vorstellung von einem endlosen Weltall, in dem alle Dinge zugleich existieren, die merkwürdigsten Vorstellungen hervorruft von unwahrscheinlichsten Ereignissen, die mit einer absoluten Sicherheit eintreten müssen dann und so. Stichwort Maschine schreibende Affen. Was spricht noch für den Spiritualismus? Das Erfahren des Spirituellen. Das Spirituelle läuft ja generell darauf hinaus, zu sagen, der Geist habe Macht, eine sehr große Macht sogar. Alle jene, die sich damit beschäftigen, wissen auch, dass das stimmt. Ich habe hier noch aufgeschrieben, die Macht des Glaubens, Erleuchtungen, Nahtoderfahrungen, die uns doch immer wieder zeigen, wenn wir denn nur gewillt sind zu hören, dass es jenseits dieser so scheinbar festen Welt, die wir vor uns zu haben glauben, eine, wenn man so will, Welt gibt, die auf ganz anderen Wirkprinzipien beruht, als wir annehmen. Und die Erfahrung einer solchen Erleuchtung oder eine Nahtoderfahrung ist ja immer etwas, was die Leute zutiefst bewegt. Ich habe das schon öfters gehört von Leuten, die das wirklich hatten, und ich kann nur sagen, das ist etwas, das vergessen die nicht. Das ist nie, weil es in so großem Widerspruch steht zu dem, was wir im Materialismus glauben. Was spricht noch für den Spiritualismus? Die jüngsten Ergebnisse der Teilchenphysik, die darauf hinauslaufen, festzustellen, dass die Beobachtung durch ein Bewusstsein eine Existenz in Teilchen erzeugen kann oder erzeugt. Stichwort Verschränkung. Wie heißt das noch? Oder Stichwort Schrödingers Katze. Außerdem, was spricht für den Spiritualismus? Jahrtausende alte Weisheitslehren aus Fernost, die im Grunde genau das zum Gegenstand haben. Ich sage nur Zen-Buddhismus mit seiner Lehre oder Leerheit hinter den Dingen, die Lehre, die im Grunde im Spiritualismus das ist, was der Spiritualismus sagt. Was wir vor uns haben, ist nicht ein Universum aus Dingen, sondern aus Bewusstsein. Was spricht für den Spiritualismus? Weiterhin die Schlüssigkeit des Spiritualismus. Also wenn man das mit dem Materialismus vergleicht, dann ist der Spiritualismus einfach schlüssiger. Also beispielsweise die Erklärbarkeit der Phänomene, Wirkmächtigkeit von Religionen. Also meiner Ansicht nach die Feststellung, dass wenn Religionen keinen Sinn hätten, dann gäbe es sie nicht. Und die Grundaussage von Religionen ist ja immer, dass der Glaube Macht hat. Inzwischen mag das mancher anders sehen. Also selbst die Religiösen sind sich da nicht mehr so sicher durch die neueste Richtung, die die Gesellschaft nimmt. Aber im Prinzip ist es der Glaube. Die Teilchenphysik, was ich gerade sagte, das lässt sich gut erklären durch den Spiritualismus, aber mit dem Materialismus ist das eigentlich eine Sache, die im höchsten Maße widersprüchlich ist und Unglauben hervorruft in den Wissenschaftlern, die das
sich überhaupt nicht erklären können. Wohingegen das im Spiritualismus natürlich sehr gut erklärbar ist. Denn die Aussage des Spiritualismus ist ja, die Gedanken sind die Realität. Die Realität gibt es nicht noch einmal extra. Die Gedanken sind die Realität bedeutet also, dass die Gedanken Realität erzeugen und sie nicht von irgendwo beobachten. Etwas, was für den Spiritualismus spricht und was wir gerade heute erleben können, das ist ja das Entstehen von Computern, was ich vorhin sagte, die Feststellung der Tatsache, dass ein Computer etwas verschlüsselt, was uns dann als Welt präsentiert wird. Hier muss man natürlich sich vorstellen, dass die Welt, die auf dem Computerbildschirm ist, das kann eine flache Welt sein, eine 2D-Welt, beispielsweise ein Spiel. Es kann aber auch eine 3D-Welt sein, so wie es, glaube ich, beim Meta in Entwicklung ist, wo man dann also quasi in diese Welt einfach eintreten kann. Und das ist also eine Änderung eher der Quantität als der Qualität, würde ich sagen. Also aber wir haben ja heute auch die Entstehung von Bewusstsein vor uns in Computern, letzten Endes hervorgerufen durch Nullen und Einsen und durch eine unglaubliche Entwicklung der Computerkapazitäten. Aber es zeigt uns, dass Bewusstsein entstehen kann, ohne dass es dafür eine ganz bestimmte, absolute materielle Anordnung braucht. Und man kann sich leicht vorstellen, insbesondere wenn man Informatiker ist, dass eine solche Ebene durchaus ein Raum aus Energie ist oder Wellen. Was ist nun die Schwierigkeit, den Spiritualismus zu verstehen oder zu verstehen, dass der Materialismus so, wie wir ihn denken, nicht sein kann? Ich hatte das, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht so genau, bei Denkgrenzen vielleicht erwähnt, eine tautologische Beweisführung aus dem Materialismus heraus. Eine tautologische Beweisführung ist etwas aus der Logik, eine Beweisführung, die mithilfe der Grundannahme den Beweis führen will, was natürlich unzulässig ist und was zu nichts führt. Wenn man also mit der Grundannahme des Materialismus den Materialismus beweisen will, indem man beispielsweise sagt, ich gucke durch mein Fernrohr und sehe ein Objekt am Himmel und weil ich das Objekt sehe, muss es ja da sein. Das ist also eine Tautologie, beziehungsweise nenne ich das so. Jeder Materialist würde es natürlich anders sehen. Das übermächtige Gedankengebäude des Materialismus. Also man stelle sich vor, dass der Materialismus sich zunächst mal als Begriff entwickelt hat, vor 2500 Jahren, und nun als übermächtiges Gebäude vor uns steht. Und wenn jemand kommt, der den Spiritualismus predigt, der gräbt im Grunde dem Materialismus das Fundament ab. Das bedeutet, jeder, der sich mit den weitergehenden Folgerungen des Materialismus beschäftigt, der wird sagen, wenn das stimmen würde, dann wäre ja meine Arbeit irgendwie falsch, wäre vielleicht der eigentliche Eindruck. Wobei der Spiritualismus als Folge seiner Grundannahme schließlich die Aussage hat, dass wenn das Universum ein Universum ist, das aus Informationen entsteht, dann sind da in diesem Universum auch ganz verschiedene Logikwelten möglich, so wie in einem Computer auch verschiedene Programme laufen können. Das ist für den Computer keinerlei Schwierigkeit, verschiedene Programme laufen zu lassen oder Träger verschiedener Bewusstseinsebenen zu sein, die vielleicht nach ganz verschiedenen
Regeln funktionieren und in sich ganz verschiedene Gesetze haben. Der Spiritualismus, weitergedacht und zu Ende gedacht, oder nicht zu Ende gedacht, sondern sehr viel weiter gedacht, bringt eine ganz andere Sichtweise auf das Universum hervor. Stichworte sind Existenz, Paralleluniversen, die Relativität der Dinge im Gegensatz zur angenommenen Absolutheit der Dinge. Und was ich im Grunde in den letzten Sendungen auch versucht habe darzulegen, sind beispielsweise Denkgrenzen ein Element, das eine Daseinsberechtigung hat, wenn man sich ein Informationsuniversum vorstellt. Denn ein Informationsuniversum muss eine gewisse Stetigkeit haben und kann nicht von Information zu Information springen. Das würde ein Ergebnis geben, so in etwa, als würde man ein Bildrauschen auf einem Fernseher haben und wohingegen das Universum, so wie es sein muss, damit es ein Bewusstsein sein kann, muss ein Bild zeigen. Eine der Vorstellungen des Spiritualismus ist es aber, dass dieses Universum kein bestimmtes Bild zeigen muss. Es könnte jedes sein. Und das ist zum Beispiel eine ganz fremde Vorstellung für den Materialismus. Und deshalb ist es so schwierig, ihn zu verlassen, weil wenn man jetzt nur das Wort austauschen müsste, das hier ist eine Maus im Materialismus und im Spiritualismus würde man sagen, das ist die Information von einer Maus. Wenn es das nur wäre, das wäre leicht gesagt und getan. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es hat viele Folgen, die also sehr, sehr weitreichend sind und sehr, ich würde sagen, schwer zu glauben aus materialistischer Sicht. Und warum ist es schwierig? Warum ist es schwierig, das gewohnte Bewusstseinsuniversum des Materialismus zu verlassen? Weil aus der Sicht des Spiritualismus klar wird, dass der Geist nicht frei ist, wie es der Materialismus ja suggeriert. Wie gesagt, das Bild des Materialismus ist, dass eine absolute Existenz beobachtet wird von einem freien Geist. Der Geist ist in der Lage, alles zu tun, laut Materialismus. Im Spiritualismus kann man das so nicht sagen, sondern die Grenzen der Dinge, die das Bewusstsein erzeugt, müssen im Geistigen sein. Siehe Denkgrenzen, siehe Gravitation der Gedanken. Nochmal ein Wort zur Existenz. Es ist zumindest nicht meine Idee, dass irgendjemand eine Scheininformationswelt erzeugt, so eine Art Matrix, die für uns gemacht ist und die uns irgendwie täuschen soll. Sondern es ist einfach meine Meinung, dass die Natur des Universums, das wir glauben vor uns zu haben, wir glauben ja ein Universum vor uns zu haben und es sind so viele, aber dass es die Natur dieser Universen ist, so zu sein. Es ist nicht etwas Zurechtgemachtes, etwas Gefaktes oder etwas eine Scheinexistenz. Und in diesem Sinne hat das Wort von der Existenz der Gedanken absolut seine Berechtigung. Das ist eben die Realität. Das ist die Existenz. Es ist keine Scheinexistenz, es ist keine irgendwie herbeigeführte Existenz, soweit wir wissen. Und ich hoffe, Übrigens ist das Bild, was ich im Hintergrund
erzeugt habe, soll diesen letzten Punkt noch ein bisschen unterstreichen. Der Baum steht für die Natürlichkeit eines Zustandekommens. Und wie ihr seht, sind seine Früchte kleine Universen. Und das ist zugleich der Gedanke, dass das Bewusstsein, dessen Teil wir sind, viele Universen hervorbringt und nicht nur unseres. Und das ausgestattet mit dieser wichtigen Grundannahme des Spiritualismus man dies auch sehen kann und bemerken kann. So in etwa, als würde man darauf aufmerksam gemacht, dass man die Gewohnheit hat, eine bestimmte Sache zu tun. Zwanghaft vielleicht. Und erst nachdem man das gesagt bekommen hat, kann man diese Sache wirklich an sich wahrnehmen. Ich will an dieser Stelle schließen und ich hoffe, dass meine Ausführungen für euch interessant sind und dass sie sozusagen einsinken können. Wie gesagt, ich kann nur immer wieder sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache und ich denke, dass wenn man diese Grundsätze sich wieder und wieder überlegt, also ich denke, also bin ich, das ist das allererste, dann wird man irgendwann bestimmt dazu kommen, dass man in andere Denkwelten eintauchen kann. Ich verabschiede mich erstmal und sage Tschüss und bitte euch noch ein Like zu geben und ein Abonnement dazulassen und die Glocke zu betätigen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.